Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht's, es gibt keine lange Anreise. Wir stehen sofort vor dem Objekt der Begierde. Das Schloss ist nach wie vor von der Familie bewohnt. Wir versuchen natürlich unser Bestes, euch alles zu zeigen, was geht. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn du Interesse hast an diesem Schloss und an der Geschichte, dann lehn dich zurück, entspann dich und genieß dieses Video. Denn jetzt kommt die Geschichte von Schloss Braunfels. Hoch über dem Lahntal erhebt sich Schloss Braunfels, ein wahres Juwel der Region, das mit seiner langen und wechselvollen Geschichte fasziniert. Seine Ursprünge reichen bis in das Jahr 1246 zurück, als es erstmals urkundlich als Castellum Bruninfels erwähnt wurde. Damals handelte es sich um eine einfache Festung, die den Grafen von Solms als Schutz vor den Machtansprüchen ihrer Nachbarn diente. Die erste größere Erweiterung fand im 14. Jahrhundert statt, als die Anlage zum Sitz der Solms-Braunfels-Dynastie wurde. Strategisch günstig gelegen, wuchs die Bedeutung des Schlosses schnell und es entwickelte sich zu einem Machtzentrum in der Region. Im Jahr 1514 ereignete sich eine Katastrophe, ein verheerender Brand zerstörte große Teile der Burg. Doch die Familie ließ sich davon nicht entmutigen und baute die Anlage wieder auf, größer und prächtiger als je zuvor. Dieser Wiederaufbau markierte den Beginn eines goldenen Zeitalters für Braunfels. Während des Dreißigjährigen Krieges geriet das Schloss jedoch in schwere Bedrängnis. Es wurde mehrfach belagert und geplündert und Teile der Anlage erlitten schwere Schäden. Dennoch hielt die Familie an ihrem Stammsitz fest, ein Symbol für ihre Widerstandskraft in schwierigen Zeiten. Im 18. und 19. Jahrhundert erlebte Schloss Braunfels eine Renaissance. Besonders Ferdinand, der sogenannte Jagdprinz, prägte die heutige Gestalt des Schlosses maßgeblich. Er ließ die Burg im Stil der Neogotik umbauen, inspiriert von mittelalterlichen Burgen und romantischen Vorstellungen. Die hohen Türme, Zinnen und kunstvolle Fassaden, die heute das Schloss charakterisieren, entstanden in dieser Zeit. Besonders stolz war Ferdinand auf die Kunst- und Waffensammlung, die er im Schloss präsentierte. Viele dieser Stücke sind heute noch zu bewundern, darunter prunkvolle Rüstungen, historische Waffen und prachtvolle Möbel, die die Pracht der damaligen Zeit widerspiegeln. Trotz aller historischen Umwälzungen blieb Schloss Braunfels stets im Besitz der Familie Solms-Braunfels, die es bis heute bewohnt und pflegt. Während des Zweiten Weltkriegs blieb das Schloss weitgehend unversehrt, was es zu einer der besterhaltensten Anlagen seiner Art macht. Heute steht Schloss Braunfels Besuchern offen und bietet einen faszinierenden Einblick in die Vergangenheit. Der Rittersaal mit seinen aufwendigen Holzschnitzereien und Fresken, die Kapelle und die weitläufige Außenanlage ziehen jährlich Tausende von Besuchern an. Vom Schloss aus hat man einen herrlichen Blick auf das Lahntal. Ein Anblick, der schon Generationen von Reisenden begeistert hat. Bevor es jetzt weitergeht, Sponsor des heutigen Videos ist Holy. Wenn du dich da mal durchprobieren möchtest und selber herausfinden möchtest, was dein Lieblingsgeschmack ist, dann kann ich dir ein Starter-Set empfehlen. 21 Geschmacksrichtungen, 42 Portionen und dazu nochmal ein Shaker. Mit dem Gutscheincode BALZEFER5 kriegst du 5 € Rabatt auf deine erste Bestellung und mit dem Gutscheincode BALZEFER 10% auf deine gesamte Auswahl. Deswegen an dieser Stelle nochmal Dankeschön an Holy und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und zwar befinden wir uns bereits schon in den Gemäuern. Normalerweise fangen wir ja immer außen an. Eigentlich ist das hier auch ziemlich weit außen, nur hat sich das im Laufe der Geschichte ja alles geändert, wie ihr vielleicht jetzt gerade schon gehört habt. Das hier war der ehemalige Bereich der Vorburg, der sich hier befindet. Und hier oben befindet sich der Kernburgbereich mit Bergfried und Palas. Das, was ihr hier hinter mir seht, das ist nicht ein zweiter Bergfried oder der Bergfried generell, sondern es ist ein nachempfundener Bergfried. Der kam dann später in der Geschichte, kam nur dazu. Der ursprüngliche Bergfried ist allerdings dieser hier. Ja, dementsprechend kann man sich das vielleicht auch ganz gut vorstellen. Das heißt, überall da, wo ich jetzt gerade drauf rumlaufe, das hier ist der Vorburgbereich.
der ursprünglich hier mal alles Mögliche beherbergt hatte, wie zum Beispiel Stallungen, Schmiede, Wirtschaftsgebäude etc. pp. Wenn man dann hier weiterging, dann kam man hier in diesen Bereich der ehemaligen Kernburg. Das hier ist nämlich tatsächlich so der älteste Bereich der ganzen Burg. Hier ganz gut zu sehen, wie sich der Historismus hier so ein bisschen breit gemacht hat. Und zwar ist alles das, was sich hier oben befindet, dieser ganze Aufbaubereich, der kam erst später dazu. Auch das Ecktürmchen, der war in der Vergangenheit natürlich auch nicht da. Die Anlage wurde ja auch quasi gegen die Nassauer erst errichtet und dementsprechend sollte diese Anlage quasi Macht vermitteln und aber auch eine Wehrhaftigkeit. Und der Bergfried war sehr wahrscheinlich, ja, vielleicht bis zur Abschlusskante, bis zu diesem vorstehenden Bereich, war er vielleicht ursprünglich gewesen. Hier unten sieht man auch noch diese 4 Kragsteine, die darauf hindeuten, dass hier vielleicht irgendwann mal ein zweigeschossiger Wehrgang gewesen ist. Schön hier zu sehen auch noch die kleine Fenster, die sich hier befindet in dem Efeu, genauso wie hier oben. Und dort befindet sich auch noch ein Fensterchen. Achso, und im Hintergrund hier, da seht ihr einen reinen Wohnbau. Das ist dieser Bereich hier. Der hat auch noch eine unveränderte barocke Fassade. Man geht davon aus, dass hier diese Fenster gerade zur barocken Phase ebenfalls hier Anklang gefunden haben, bis man dann später im Neohistorismus denn diese Rundbögenfenster hier verbaut hat, weil man eben das Mittelalter ja, schön fand, nachempfinden wollte und dementsprechend wollte man damit natürlich auch sagen, das ist der älteste Teil des Schlosses bzw. der Burg. Was ich hier natürlich auch wieder ganz interessant finde, das ist hier dieser Bereich. Hier unten ist eine Öffnung. Da geht man von aus, dass das hier eventuell ein Abort-Erker gewesen ist. Also vielleicht ist es ja auch genauso gewesen, dass man hier dann wirklich auch Bedienstete gehabt hat, die dann immer mal wieder nach dem Rechten gesehen haben und hier den Unrat entfernt haben. Interessant ist auch noch, hier unten in diesem Bereich, das ist die sogenannte Burgmannensiedlung. Im Verteidigungsfall war es nämlich so gewesen, dass ja hier die Burg irgendwie verteidigt werden musste und dementsprechend brauchte man auch Personal. Und das Personal hat man eben aus dieser Burgmannensiedlung geholt. Dementsprechend hatten die Burgmannen es jetzt auch nicht so weit, um hier diese Anlage verteidigen zu können. Ja, finde ich halt wahnsinnig interessant, auch gerade hier, wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, dass hier noch so ältere Bauten mit angebunden sind. So sieht man jetzt zum Beispiel hier den neueren Turm, aber wenn man genauer schaut, sieht man hier unten auch vielleicht einen etwas älteren Turm. Gerade auch von der Form der Schießscharten her, ja, könnte das vielleicht 14. bis 15. Jahrhundert sein. Gerade in der Zeit, wo auch die Pulverwaffen entwickelt wurden und wo man sich dann irgendwann dem Ganzen anpassen musste, war es natürlich so gewesen, dass man hier auch diese ganzen Scharten eingebaut hatte, um diese Anlage hier auch verteidigen zu können. Ja, jetzt geradeaus zu von mir befindet sich auch noch der alte Rittersaal. Der befindet sich hier oben. Vielleicht können wir da nachher auch noch mal reingehen und noch mal gucken. Das ist jetzt die Rückseite von dem Palast, der sich hier befindet. Das hier ist der überdachte Durchgang Richtung Bergfried. Der war in der Regel nicht so steinern überdacht, sondern vermutlich, wenn überhaupt eine Überdachung stattgefunden hat, dann war das aus Holz. Ja, jetzt befinde ich mich auch schon wieder im inneren Schlosshof, also dem ehemaligen Vorburgbereich. Diese Flügel, die man hier sieht, die kamen alle später erst dazu, als die Symmetrie eine wichtige Rolle spielte. Aber das soll uns jetzt gerade nicht interessieren. Wir gehen jetzt weiter Richtung Kanonenplatz. Man merkt auch schon, wie groß das und wie pompös das aussieht. Und es sieht nicht nur so aus, das wirkt auch extrem pompös und riesig. Das ist einfach Wahnsinn. Also es ist eine wunderschöne Schlossanlage. Wenn ihr auch mal hierher kommen möchtet, ihr könnt den inneren Schlosshofbereich könnt ihr dann geführt betreten. Dementsprechend könnt ihr aber auch dann in die einzelnen Räumlichkeiten, wo wir jetzt auch nicht überall rein dürfen. Das heißt, wenn ihr das machen möchtet, dann schaut da gerne mal vorbei. Kommt am besten direkt hier vorbei und schaut euch die Innenräume dann auch nochmal an. Hier ist ein aufgeschütteter Bereich. Das hier ist der Kanonenplatz. Hier haben sich dann
vermutlich mal auf dieser Burg 20 bis 30 dieser Kanonen befunden, die auch, by the way, original erhalten sind. Als die Spanier dann später hier gewesen sind, haben die dann alle möglichen Kanonen mitgenommen. Aber wie kommen diese 4 Kanonen denn dann hierher, wenn alle Kanonen mitgenommen wurden? Ja, die wurden verliehen oder vermutlich verliehen und die sind dann später erst hier wieder eingeliefert worden. Das heißt, es war eigentlich Glück, dass diese Kanonen hier noch erhalten sind, denn wären die auch zur Zeit der Spanier hier auf diesem Platz gewesen, dann wären die jetzt auch weg gewesen. Hier steht auch ganz schön: O Gott, komm mit Gnaden, Bernhard Graf Solms von Herminzenberg. Die haben tatsächlich auch Namen bekommen, wie jetzt hier zum Beispiel die Maus oder den Zaunschlüpfer, den es hier gibt. Und hier steht natürlich auch noch, wer denn diese Kanone gegossen hat. Hier steht auch 1578, also ist doch schon etwas älter, diese Kanonen. Hier sogar noch ein bisschen älter, 1518. Also diese Kanonen haben hier irgendwann auch mal ihren Platz gefunden, genauso wie sie jetzt hier auch stehen. Vermutlich ein bisschen anders aufgereiht, aber sie waren immer schon auf diesem Kanonenplatz beziehungsweise in diesen oder auf diesen Bastionen. Insgesamt kennt man jetzt hier 3 Bastionen, die sich jetzt hier noch befinden. Man vermutet aber eventuell, dass es hier auch noch mehr gegeben haben könnte. Interessant ist jetzt auch noch, dass es hier noch einen älteren Teil gibt. Der ist so ein bisschen unscheinbar und sieht man auch nicht sofort auf den ersten Blick. Denn wenn man jetzt einfach nur hier drüber guckt, dann kann man hier wunderbar hier diese Aussicht genießen. Schaut man aber ein bisschen weiter nach unten, sieht man zum anderen hier dann einmal die ehemalige Handwerkssiedlung, die sich hier befindet. Die ist nicht so repräsentativ aufgebaut, wie es vielleicht bei den Burgmannhäusern gewesen ist. Wichtiger eigentlich noch ist hier unten der Bereich, also für mich jetzt wichtiger. Ihr wisst, ne, also so alte Geschichte, gerade so unscheinbare Orte, die sollte man auch noch mal näher beleuchten. Und das ist hier unten ein sehr unscheinbarer Ort. Und zwar ist das dieser Bereich hier. Das hier ist der ehemalige Zwingerbereich. Was man hier sieht, ist so ein kleines Flankierungstürmchen. Man sieht aber auch, dass das so halbschalenförmig aufgebaut ist. Also war das hier oder ist, je nachdem wie man es jetzt sehen möchte, ein Halbschalenturm, also ein Zwingerturm. Im hinteren Bereich sieht man, dass das jetzt einfach nur so Holzbauten sind, also Fachwerkteil, der dann eigentlich offen gewesen ist, so dass wenn hier Angreifer hochkamen, sich in diesem Bereich dann aufgehalten haben und da keine Deckung suchen konnten. Und man konnte dann hier im oberen Bereich den unteren Bereich flankieren bzw. abwehren. Hier ist auch noch so ein interessanter Bereich. Da weiß man allerdings nicht so ganz, was das denn gewesen sein könnte. Also ich dachte am Anfang, dass es vielleicht so eine Art Tor gewesen ist. Und dementsprechend gab es hier auch 2 Eintrittsbereiche. Das heißt, zum einen gab es auf der gegenüberliegenden Seite das Haupttorareal und auf dieser Seite muss es dann ja auch nochmal ein Haupttorareal gegeben haben. Und so geht man davon aus, dass dieser Bereich hier unten ehemals Torbereich gewesen ist und hier vielleicht irgendwann mal ein Torturm stand und der eigentliche Zuweg dann von hier unten, von der Handwerkssiedlung hier dann hochführte. Gerade sowas finde ich super interessant und sowas ist auch nicht zu verachten. Also gerade dann, wenn man mal genauer hinguckt, dann kann man vielleicht auch die Kerngeschichte hier dieses Ortes noch mit herausbekommen und besichtigen, weil alles das, was natürlich offensichtlich ist, ist natürlich wunderschön anzusehen, aber die eigentliche Geschichte, die ist meistens noch etwas tiefer verborgen. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass wir in den Keller gehen.
Nun befinden wir uns unter dem Friedrichturm, der sich hier direkt oben drüber befindet. Man ist sich nicht so ganz schlüssig, welcher Turm jetzt der älteste gewesen ist, ob der alte Bergfried der älteste war oder der Friedrichsturm. Ein interessanter Fund, den man hier hat, ist hier zum Beispiel ein Überbleibsel einer Schießscharte, welches sich hier befindet. Diese Schießscharte zeigt jetzt genau Richtung Palas. Jetzt frage ich mich halt nur, warum sollte es hier eine Schießscharte geben, die dann in das Innere vom Palas zeigt. Das bedeutet für mich eigentlich, dass hier ein Freiraum gewesen sein muss. Das heißt, hier ist die Scharte und auf der anderen Seite muss dann erstmal nichts gekommen sein, ein Freiraum, und dahinter muss dann halt irgendwann der Bergfried gewesen sein. Oder aber mit ein bisschen Abstand der Palas, aber eigentlich viel mehr, ja, vielleicht später der Bergfried. Also für mich ein Indiz dafür, dass das hier vielleicht der ältere Bau gewesen sein könnte. Frage ich mich halt nur jetzt hier, warum hat man den Friedrichsturm denn nicht beibehalten als Bergfried, sondern hat dann hier später dann einen extra separaten Bergfried hingebaut. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr denkt, was denn hier wohl das ältere von beiden gewesen sein könnte, denn man ist sich da tatsächlich nicht so einig. Hier schön Lehm verputzt, also hier den Lehmputz, den sieht man noch ganz schön. Das Ganze wurde hier irgendwie festgenagelt. Da sieht man die Holzbohlen, die sich da noch befinden. Und hier geht es dann hoch in den Turm selbst. Schauen jetzt gleich mal, was wir uns denn hier angucken können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier runter gleich Richtung Palas, beziehungsweise unter den Palas, und schauen mal, was uns denn da noch so begegnet. Also ich glaube tatsächlich, dass das hier auch alles noch erhalten ist und dass das alles noch aus der Geschichte der ersten Bauten hier quasi erhalten ist. Es wurde natürlich dann im Laufe der Zeit hier alles so ein bisschen verändert, wie jetzt hier zum Beispiel diese Abwasserrinne, die sich hier befindet. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, da können wir jetzt leider nicht hingehen. Aber hier unten, da wo ich jetzt gerade hingehe, da befindet sich eine Zisterne. Dieser Bereich da unten wurde auch in der Vergangenheit noch als Löschwasserspeicher genutzt, der ortsansässigen Feuerwehr. Das heißt, das Ganze ist auch noch nicht mal so lange her, dass man das noch benutzt hatte. Also ja, kann man sich ganz gut vorstellen, dass der Wasserspeicher hier unten sehr gut funktioniert. Ja, das sind auch alles so Bereiche, die könnt ihr jetzt nicht mit der Führung dann halt begehen. Das sind alles Bereiche, die ich jetzt für euch hier begehen kann. Also nur so zur Info, falls ihr vorhabt, hier vorbeizukommen, werdet ihr diese Sachen hier auf jeden Fall nicht so sehen. Ich habe hier so einen Zwiespalt zwischen ist wirklich alt und ist doch eher neu. Ja, vielleicht könnt ihr mir da so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Zum einen sieht dieses Holz hier mit dieser Falltür, die sich hier befindet, ziemlich alt aus. Aber auf der anderen Seite sieht man jetzt hier so eine Bereiche und da hinten, das sieht mir doch ziemlich neu aus. Ja, und so habe ich hier so einen kleinen Zwiespalt, was ich denn jetzt denken soll von diesem Bereich.
Gerade auch solche Bereiche hier, da wo man dann vielleicht mal eine Kerze hingestellt hatte, so wie sie jetzt hier auch stehen, dass man hier in diesem Bereich so eine Lichtquelle hatte, glaube ich auch, dass das alles original erhalten ist. Ja, wenn es mal wieder schnell gehen musste, ne? Und du konntest nicht nach oben gehen, hattest du hier auf jeden Fall noch ein kleines stilles Örtchen. Spaß beiseite. Die Deckenhöhe ist jetzt auch nicht sonderlich hoch, sondern ja, vielleicht so genau 1,83. Welche Räumlichkeiten jetzt hier welchen Nutzen gefunden haben, ja, darüber kann man natürlich heute nur spekulieren, weil man halt nicht mehr in der Zeit gelebt hat, ne? Spannend. Das ist sehr spannend, ey. Wir befinden uns jetzt im Festsaal-Rittersaal. Dieses Bild, was sich jetzt hier gerade zeichnet, ist das Bild, wie man halt gedacht hat, wie das Mittelalter ausgesehen hat. Denn wir befinden uns jetzt gerade im Palas. Das hier ist auch der größte Festsaal. Der wird sehr wahrscheinlich im Mittelalter ebenfalls der größte Raum gewesen sein. Das Einzige, was sich hier geändert hat, das ist zum einen die großen Fenster, die sich hier überall befinden, denn die waren im Mittelalter nicht so gewesen. Und die Decke. Diese Decke war im Mittelalter nicht gewölbeförmig und die Fenster waren auch nicht so zahlreich hier vorhanden. Denn man wollte ja unbedingt, dass man hier auch die Wärme speichern konnte. Hatte man viele Fenster gehabt und eine hohe Decke, dann war es nicht so einfach möglich, mit dieser Feuerstelle jetzt hier diesen ganzen Raum zu beheizen. Dieser Bereich hier ist dem Neohistorismus zu verdanken, denn man hatte damals halt dieses Bild vom Mittelalter gehabt. Das hier ist mehr oder weniger alles so ein bisschen fake und alles ein bisschen leichter gebaut. So hat man jetzt hier zum Beispiel eine Holzdecke, eine Holzkonstruktion, die man dann auch noch verputzt hatte. Ansonsten, ja, was befindet sich hier noch so alles? Hier befinden sich noch so einzelne Ritterrüstungen, die alle im Nachhinein hier, ja, hierher gekommen sind. Das sind alles originale Rüstungen. So hat man jetzt zum Beispiel hier auch eine Pferderüstung, eine Reiterrüstung. Gewicht ungefähr 40 Kilo, also das, was jetzt das Pferd hier trägt und das, was der Ritter selber oben drauf trägt, ungefähr 20 bis 30 Kilo. Also dementsprechend auch genauso schwer, was unsere Soldaten heute auch voll aufgerödelt tragen müssen. Ja, hier oben am Kerzenleuchter sieht man auch ganz schön die geflügelten Löwen, also das Wappentier. Ja, das findet sich dann halt hier auch einmal wieder, genauso wie da drüben, da ist das Wappentier ebenfalls zu sehen. Auch, also bis ins kleinste Detail ist hier alles wiederzufinden. Und sowas finde ich halt auch spannend, ne? Auch auf die kleinen Sachen kommt es an. Hier oben den Bereich finde ich auch ganz interessant, denn das hier scheint mir so, als ob es hier extra einen kleinen Bereich gegeben hat, wo man sich hier aus den großen Festlichkeiten zurückziehen konnte und hatte dann hier nochmal so einen separaten Bereich, wo man dann vielleicht so die ein oder anderen geschäftlichen Sachen nochmal besprechen konnte. Wie es halt so ist, ne? Wenn man jetzt auch heutzutage feiert, dann hat man ja auch ab und zu mal irgendwie Klärungsbedarf und Gesprächsbedarf. Dann geht man meistens vor die Tür und hier war es vielleicht so, dass man hier sich in so einen kleinen Nebenbereich zurückgezogen hat. Ja, oder vielleicht wurde das aber auch einfach nur als Essecke später genutzt. Das hier sieht aus wie ein Ahnengang und das ist es auch.
Also hier links und rechts hat man dann halt Kopien. Wir befinden uns jetzt gerade auch in dem gotischen Bau, der sich hier befindet, also in einem Flügel, den wir von unten auch einmal gesehen hatten. Das heißt, hier auf der rechten Seite, da befindet sich der alte Bergfried. Hier befindet sich der Friedrichsturm in diesem Bereich, also hier ganz genau. Und da waren wir jetzt gerade eben im Palas gewesen. Jetzt hier weiterführend auf der linken Seite jetzt hier der neue Bergfried. Man hatte damals einen Turm gehabt, man weiß auch nicht ganz genau, wo der hundertprozentig gestanden hat. Allerdings wollte man aber die Silhouette des Schlosses quasi wiederherstellen. Man hat an dieser Stelle dann halt diesen neuen Bergfried errichtet, damit man von weiter weg die ehemalige Silhouette des Schlosses wiederhergestellt hat. Hier befindet sich jetzt der sogenannte neue Bergfried. Ja, also, das hier ist jetzt dieser sogenannte Pseudo-Wehrgang. Man sieht ja auch hier ganz schön, dass hier jetzt Schießscharten mit eingebaut wurden. Hier dieser Wehrgang zwischen besteht. Hier nochmal so ein Ecktürmchen. Treppen, ne? Ich mache mich fertig. Ähnlich wie das hier in diesem unteren Bereich auch aussieht. So sieht das jetzt gerade hier oben auch aus. Ne? Also man hat jetzt hier auch diesen Wehrgangbereich, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, und diese Ecktürmchen. So, oben angekommen auf dem neuen Bergfried jetzt. Wenn man jetzt hier mal rausguckt, dann sieht man auch ganz schön, dass der neue Bergfried tatsächlich auch ein bisschen höher ist als der alte Bergfried. Hier hatte ich ja auch gesagt gehabt, dass der ursprünglich mal vielleicht so hoch gewesen ist und später hat man dann halt nochmal diesen Bereich aufgemauert. Und hier in dem Bereich vermutet man halt tatsächlich, dass dieser große Turm, dieser Lug ins Land gestanden hat. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er hier stand. Und für mich halt überhaupt nicht verständlich, warum man denn halt so einen riesen Turm, der größte Turm dieses Schlosses, denn abmontiert und daraus halt wieder so eine mittelalterliche Burg errichten möchte. Also es wurde aufgebaut, abgebaut, wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Das ist schon verrückt. So, und dann würde ich auch sagen, gehen wir jetzt nach unten, denn wir wollen uns noch die Kirche angucken. Die Kirche ist tatsächlich auch noch mittelalterlich und die ist noch erhalten. Das wollen wir uns doch gerne mal anschauen. Ja, wenn man jetzt so will, sind wir in dem alten Jagdteil. Also hier sind ganz viele Gemälde ausgestellt. Wichtig ist halt nur, dass man hier einmal sieht, wie denn die einzelnen Porträts das Schloss hier wiedergeben. Und so hat man zum Beispiel hier 1865 eine Momentaufnahme des Schlosses, wo man hier ganz gut sieht, wie denn die Optik zu der Zeit gewesen ist. Er war selber auch nicht untalentiert, er ging nicht nur auf die Jagd und hat dann hier seine ganzen Jagdtrophäen ausgestellt. Er hat auch selber gemalt. Und zwar, das hat er selber gemalt und sogar signiert.
Man sieht hier zum Beispiel auch ganz gut an diesem Porträt jetzt hier von 1864, dass es hier anscheinend mal ganz anders ausgesehen hat. Der Palas hat hier noch so ein Satteldach gehabt und auf der anderen Seite sieht man hier auch noch ganz schön, dass der Bergfried mal eine ganz andere Optik gehabt hat. Und zwar so typisch, wie man sich halt einen Bergfried vorstellt. Also diese ganzen Gemälde sind eigentlich super dafür, um eine Momentaufnahme für die Zeit quasi festzuhalten. Ja, jetzt sind wir unten angekommen am Haupttor selbst. Hier heißt es zur bösen Herberge, hüte dich, dass du nicht hereinkommst. Kommst du herein, das wird dir sauer genug werden, dass du wieder herauskommst. Es scheint mir so, dass das quasi, also diese Inschrift, die steht auch hier nochmal eingraviert in der Tür, dass das ein Indiz dafür ist, dass hier wohl mal ein Gefängnis gewesen sein muss, sodass man hier auch inhaftiert werden konnte. Und jetzt gehen wir in die Kirche rein. So, ehemaliger Zugang und hier ist auch direkt die Kirche. Ja, diese Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert, wurde dann im Laufe der Geschichte erst katholisch, dann protestantisch und wie man jetzt hier im Hintergrund sieht, an dem Kreuzweg dann wieder katholisch. Ja, hier gibt es so einzelne Bauteile, die auch noch darauf hindeuten, wie alt das ganze Bauwerk denn hier eigentlich ist. Unter anderem hier oben auch der Fußboden. Der Fußboden ist auch aus der Erbauerzeit um 1500. Hier haben wir jetzt Buntglasfenster, die sich jetzt hier in diesem Altarbereich befinden. Wichtig hier zu wissen, dass die von 1904 sind. Da kamen diese Fenster jetzt hier rein. Was allerdings interessanter ist, das ist dieses Gebilde hier, diese Freske, die sich hier befindet. Und zwar ist die auch noch aus der Erbauerzeit. Man sieht hier einmal die Maria, dann hier drunter sowohl die weibliche als auch die männliche Linie der Adelsfamilie. Genau, ganz rechts angefangen, immer die ältesten Persönlichkeiten, in der Mitte zulaufend immer jünger werdend, sind in noch kindlichem Gewand. Links davon sind sie dann schon in Ritterrüstung und ganz links dann wirklich schon als erwachsener Ritter dargestellt. Was man sich ja natürlich noch ganz gut vorstellen kann, dass die restliche Wand hier ebenfalls so bunt ausgemalt war, was dann im Laufe der Zeit aber alles übermalt wurde, weil wie gesagt, das hier wurde protestantisch und diese Darstellungen sind eher katholisch und deswegen wurde das dann auch gerne übermalt. Sprich, hier überall kann man sich vielleicht vorstellen, dass sich da ebenfalls noch so etwas drunter befinden muss. Was auch ganz interessant ist, dass je näher man an diesen Altar kommt, an dem wir uns jetzt gerade auch hier befinden, desto schöner wird auch die Decke gestaltet. Das heißt, hier ist sie dann so ründlich einfach gehalten. Und wenn man dann hier Richtung Altar kommt, sieht man auch hier drüber die einzelnen Wappen, die vermutlich mal die Wappen der Familie beinhaltet haben, über dem eigentlichen Altar direkt. Gut, nicht fallen. Anno 1597, den 27. Tag Aprils, starb der wohlgeborene Konrad Grave zu Solms und der zu Hinterberg, Münzenberg, eines Alters von 57 Jahren. Anno 1603, den 18. November, starb die
Wohlgeborene Frau Elisabeth, geboren von Nassau-Dillenburg, Gräfin zu Solms und Frau zu Münzenberg, ihres Alters 61 Jahre. Man sagt ja immer, dass Fürstenfamilien nicht so an ihren Kindern gehangen haben. Es steht halt immer dieses Gerücht im Raum, dass man nicht so eine enge Beziehung dazu hatte. Hier war es allerdings so gewesen, dass man gemeinsame Kinder hatten und die sind relativ früh gestorben. Und dann hatte man, um denen zu gedenken, hier ein Epitaph gebaut. Also kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die nicht so wirklich das Interesse an ihre Kinder verloren hatten, sondern eher, dass das Interesse sehr wohl da gewesen ist und dass es ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen ist für die beiden und dementsprechend hier auch so ein Gedenkaltar quasi erbaut haben. Und dieser ist von 1587. Erstmal eine kleine Kaffeepause. Wenn das jetzt hier immer noch mittelalterlicher Bau gewesen wäre, würde ich sagen, dass das hier definitiv eine Art Zwingerbereich gewesen ist. Aber aufgrund des Neohistorismus, der hier stattgefunden hat, ist das natürlich dem Ganzen nur nachempfunden und hat nichts mehr mit dem eigentlichen mittelalterlichen Bau einer Burg zu tun gehabt, sondern das Ganze sollte einfach nur so wirken, als ob, weil man halt die Zeit schön gefunden hat, beziehungsweise die Bauwerke schön gefunden hat. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir hier nicht überfahren werden. Und dementsprechend befindet sich dann auch hier auf der rechten Seite so ein kleiner Turm, der einem Flankierungstürmchen halt sehr ähnlich kommt, aber halt mit einem Flankierungstürmchen so auch nichts mehr zu tun hatte. Selbst hier so eine Auswurferker oder Pechnasen hatte man hier nachempfunden. So, ihr seht's, Kaffeebecher ist leer. Die Burg bzw. das Schloss verabschiedet sich auch schon langsam und dementsprechend sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Traurig, traurig, aber so ist es nun mal, ne? Also der Tag, der hat ja nur leider 24 Stunden. Also ein riesen Dankeschön nochmal an unsere Führung, die wir dort drin hatten und ich hoffe mal, die Informationen, die konnte ich euch auch ganz gut widerspiegeln. Mich würde interessieren, was ihr von dieser Burg bzw. diesem Schloss haltet, ob wir mehr Schlösser besuchen sollen oder doch mehr Burgen oder ein gesundes Mittelmaß. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dementsprechend würde ich mich auch sehr über ein Like, ein Abo und vielleicht auch einen Kommentar freuen. Ja, und jetzt bleibt es mir noch zu sagen, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten historischen Ort und bis bald. Tschüss. Der ist da drin. Leo ist da im Auto. So, und jetzt ist Ende. Gute Nacht. Tschüss. Oder guten Morgen.